Maria sagt heute iedereen een welkom. Als je hier ja zijn, oder thuis, en God zijn huis, zijn we alle thuis. Ik vraag jullie, als je wil opstaan, we aanvangen met gezang. Schuld und Strafe sind erlassen, Gott erbarmt sich über mich. Dies Wort darf ich Sünder fassen und mein Glaube freut sich. Lobe Gott, befreite Seele, diese Gabe ist gar so groß. Seine gnädigen Befehle machen mich von Ketten los. Meine Rechnung ist vollendet, weil ein reicher Bürger kann, der sein teures Blut verwendet und die Zahlung auf sich nahm. Nicht ein Heller blieb bestehen, Millionen sind gebüßt. Oh, wie wäre mir geschehen, wenn ich selber büßen müsst. Oh, wie hat der Sündenmenge mich in 1000 Not gebracht. Wie hat mir das Königsfinger ab der Sündenbank gemacht. Aber Gott ließ sich erbitten, da ich ruhig zu ihm kam, weil mein Bürger in der Mitte meine Schulden auf sich nahm. Nimmer darf ich wieder leben, kein Verklagen fängt mich an. Alles hat mir Gott vergeben, alles Jesus abgetan. Darauf kann ich froh erblassen, meine Seele tröstet sich. Schuld und Strafe sind erlassen, Gott erbarmt sich über mich. El tiempo corto es. El tiempo corto es, los años pasarán y pronto vamos a dormir, la muerte llegará. Prepara pues, Señor, mi pobre corazón. Oh, en tu sangre lávame y dame tu perdón. La tempestad que hay muy pronto pasará y vamos a gozar la paz que nunca cesará. Prepara pues, Señor, mi pobre corazón. Oh, en tu sangre lávame y dame tu perdón. Con pocas luchas más, un poco de dolor y pronto vamos a estar delante del Señor. Prepara pues, Señor, mi pobre
Das nächste Lied wollen wir abheben. Ein guter, schöner Sommer ist an jeder Gemeinde. Sehr herzlich willkommen. Ich grüße in den Namen von unserem Herrn Jesus Christus und möchte Gnade und Gott von unserem Leben vor dem Himmel mit uns sein, mit jedem einen, der hier gekommen ist. Jeder einer, der immer hier zu diesem Gottesdienst gekommen ist, sehr, sehr willkommen. Und ich freue mich, dass du gekommen bist. Und wir dürfen Gott anbeten und am Loben und Preisen für das, was er für uns ist. Nicht? Wenn das nicht für Gott wäre, was wollen wir arme sind da auf dieser Welt? Will Gott uns hat seine große Gnade gewesen, ich habe wie Tubkum, ich habe wie am Loben, ich habe wie von am Sehen und uns hart Räubmerken für sein Wahrkommen. Nicht? Gut, so steht, ich danke für die Gesanggruppe von uns so kraftig anleiten, passende Leute für das Niens Morris. Und ich will mit uns top die Bekanntmerkung übergehen, was wir ein Bulletin haben und ja ein Bulletin gekriegt haben, was durch diese nächste Jahr angehen wird. Das erste ist, war der Dienstag. Dienstag ist der letzte Tag 2019. Wir sind durch das ganze Jahr durchgegangen und wir wollen den Tag feiern und so was. Und ich lade euch alle sehr an, kommt Dienstag so was 3. Und weil wir einen sehr guten Abend haben. Wir wollen dort ein bisschen einen offenen Abend haben. Und dann wollen wir auch, also wenn die wollen vorbereiten für einen Musikstück, oder einen Gesang, oder ein Zeugnis, weil mitteilen, oder auch das besonders, dass wir wollen einfach einen guten Abend haben und dann, dass wir Gott wollen, uns nächstes Jahr weiter anbefehlen. Und so, ich lege den Abend immer sehr, das ist ein sehr feiner, ein sehensreicher Abend für mich. Persönlich, wir haben das all etliche Jahre in dem Weise dort getan. Und nur dem, weil wir dann noch einen Kaffee haben, einen Punch, einen
das wir dann sein, hier Kirchen haben. Also, sind sie eingeladen. Und dann der zweite ist Mittwoch, Neujahr Samaris, wo wir der Gottesdienst so kann. Und den selben Glockentitel ist gewöhnlich der Gottesdienst ist. Freitag Volleyball für die Jugend, zur Glock 7. Ab den Abend und Sinn und den 4. Januar war Männergebet stehen, zur Glock 6 Samaris, also alle Männer sind dort eingeladen. Und dann noch Nummer 5, es war die Bibelschule, ab der wo die Bibelschule war anfangen dort. Und da wird, also den 5. Januar, Glock 3 Uhr Mittag, Eröffnungsfeier sein, hier bei der Bibelschule im Auditorium. Alle sind dort eingeladen. Und dann noch kurz den nächsten Punkt, die Anmeldung scheint für zum Klassen nehmen bei der Bibelschule, die sind dort zu nehmen. So nehmt ihn da und wir laden ihn so an, als Bibelschule, dass ihr kommen nehmen durch die Klassen. Und oben dann das auch während dem Tag. Und dann Nummer 7, den 7. Januar, 6. Januar, Heilige Drei Könige, wird nicht Gottesdienst sein, also mein Kind dort. Und dann Nummer 8, Brotleute, was wir für Sonntag bekannt geben deuten, nämlich Alfredo Thyssen und Tina Zacharias, laden unsere Gemeinde zu ihrer Hochzeit an. Den 4. Januar 2020, zur Glock 2 Uhr Mittag, hier in der Gemeinde Steinreich wird das sein. Also, das Paar wird unsere Gebete anbefiehlt. Und dann ein Punkt, was jeder nicht kann, gestern als der letzte Tooling gemerkt für den ganzen, den Welt, was wir dann eines hastigen Hof als Konferenz gekauft haben. Also, die Tooling ist gestern der letzte gemerkt. Und freuen uns sehr dafür, dass das bei uns nicht betont ist. Und wir bedanken uns sehr und jeden ein, wer dort gegeben hat. Jeder Geber, der dort hat, dort mählich gemerkt, dass dort können gekauft werden. Und wir wollen von dort auch wieder. So, wir haben dort nu den Welt durch. Und das soll ein Campamento geben, wo wir dort als Gemeinde durch ein Campamento haben. Für die Jugend, das Gemeinden und so weiter. Und weil wir wieder geben, dass wir dann auch wieder dort abüben. Und freuen uns und checken sehr vorwärts auf die ganze Sache. Hast du noch irgendwas, was du sollst bekannt geben, was nicht im Bulletin ist? Gut, wenn nicht, erst dann erst ein anderes Gebetsanliegen, die wir haben im Bulletin. Besie diese Gebetspunkte, die wir haben. Gut, so erst schnell Tschüss, besinnen Tschüss. Okay. Gut, so wir ein Gebetspunkt, was Bruder Johann sagt, das war wieder für Cornelio Zacharias. Erst dieser letzte Deal war was der in Hospital war, wegen Lungenentzündung. Aber heißt nu war wieder Tschüss. Und weil wir wieder nicht vergessen unsere Gebete und auch vorhin zu besiegen im Auto zu sprechen. Gut, wenn nicht mehr Gebetsanliegen sind, dann werden wir uns neigen zum Gebet. Uns lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass nie in Samarias, dass wir dürfen kommen, und dass wir deine warme Leib und die Not spüren dürfen. Herr, du bist jedenwürdig und wir freuen uns dafür, dass du auch so gefallen hast an uns Menschen. Herr, du gibst uns die Not. Und dort ist dort, was wir uns nicht verdient haben, nämlich deine Leib. Und ich habe vielen und immer war ans Top kommen und wir können uns einander erinnern, wo genug Fall du über uns bist und dass du uns Leib hast und dass du wirst unser Leben. Und da freuen wir dich, mach so ein Gottesdienst steht, besonders wenn du zu beitragen, dass wir wollen den Weg nur die finden. Nur das ewige Leben und dass wir uns reinigen lassen von die
En dat zo'n Gottesdienst ist das immer waar du kannst beitragen, dat onze Gedanken en onze Worten sich nur die drehen. Und Herr, wie von dir aus morgens, dort waren wir jetzt an Top gekommen, und sind große schwere Menschen, weil wir ganz besonders waren, die Dinge anbefehlen. Und Herr, wir kicken nur unsere Regierung, die wir in Mexiko haben. Herr, wir beten für 2020, dort du wirst ein Wunder tun, dort du wirst ein Leiden. Und Herr, wie es dein Wort sagt, dass die Regierung von dir angesagt ist, glaube ich auch, dass du mit deinem Geist kannst beeinflussen und dass sie wollen, auch deine Wege mit annehmen und dass sie wollen deine Wege wohnen und alles, was durch 2020 durchgehen, dass das bloß was du zu beitragen, dass wir wollen nur getroffen worden die und dass du kannst Bild nur ans kommen und dass du kannst ans holen und dass du uns erlösen kannst. Mach wir bloß einfach von dir gesehen worden. Und Herr, wir beten auch, besonders für die ganze Bibelschule. Herr, wir freuen uns dafür, dass wir eine Bibelschule haben, wo dein Wort kann gerecht werden, wo dein Wort kann klarer gemerkt werden. Und wir beten, Herr, besonders auf die, was alle kommen, von weit auf, weit im Breiten, was reisen, wir beten, dass du wirst beschützen, glücklich am Ziel bringen. Wir beten für die Lehrer, für den Direktor, Heimeltern, der Koch und alles, was sich da reinmerken, das ganze Staff. Wir empfehlen die das an. Wir beten, dass du uns segnen wirst, dass du uns besonders Mut und Kraft geben und auch besonders für die Gesundheit. Wir beten auch, dass dort auch was kann gesehen werden von dir. Herr, denken wir auch an kranke Personen, die wir haben und die einfach bedürftig sind an Heilung, Herr, und dort dein Friede besonders kann in ihnen sein. Und wir denken an schnelles Mordes, und wir denken auch an Johann Leibes, ihr Großbaby, und denken auch an Cornelio Schmitt. Herr, wir beten für so eine Krankheit, dass die wollen, was passiert, und dass sie wollen, kann geheilt werden, und dass sie wollen, was kann. Deine Gesundheit, deine Kraft und dein Friede erfahren. Und Herr, dann beten wir auch ganz besonders, Herr, diese Zeit, wo wir sind, wo wir waren, kämpfen, dass wir gesund können bleiben, dass wir verkehlt wurden und so viele Menschen waren Matten und Lungenentzündungen leiden. Herr, wir beten einfach wieder, dass du besonders uns bewahren dafür, dass du uns Kraft geben, gegen die Krankheit zu kämpfen, und dass wir nicht dürfen krank werden, Herr, dass wir doch gern gesund bleiben. Herr, wir beten von dir auch ganz besonders danken, die Säure für uns Diakonbestätigung, die wir von dir haben, nämlich von Jacob und Eva Lozano. Herr, wir danken dir für ihr Leben und danken dir für, dass du uns hast eine Mädchen gestellt. Herr, du hast uns gewählt und von der wollen wir die Diakonbestätigung vollführen. Und wir freuen uns das sehr fair, wir beten dafür. Wir beten für ihr Leben. Wir beten, dass du wirst besonders schnell sein, dass du wirst zum Sehen Satan in der Gemeinde, in der Umgebung, im Dorf. Und besonders musst du segnen mit Weisheit, mit Trost und alles, was sie wollen bedürftig sein. Und das ist das nächste Jahr, wo sie wollen, dass die Diakondienst übernehmen. Und wir leiden dort in deine Hände. Und danken dir, was du wirst tun. Ich bete auch, Herr, für Pastor Cornelio Schmitt von uns die Botschaft. Und auch die Bestätigung wird vollführen. Wir werden auch, dass du wirst segnen und auch die Freudigkeit wiedergeben. Dankeschön, Vater, in deinem Namen Jesus beten wir das. Amen. Okay, sehr gut. Als nächstes haben wir die Diakonbestätigung, angeleitet von Pastor Cornelio Schmitt. Well, das soll sehr schön gewesen hier von der morgens in der März zu sein. Und hier dürfen wir Gemeinschaft haben miteinander. Zu singen, zu beten und uns begrüßen und uns miteinander haben. Das gehört auch zu sein, dass wir ja in unserem März haben, von weit auf, von dicht dabei.
En hier van jou daar dus was top in God zijn huis aan het strafen. Vandaag is ook een ganz besondere dag. Een besondere dag hier voor onze ständige Gemeinde, wo wir de derde paar wählen doen. Zoveel als ik me herinneren kon, heeft deze Gemeinde, glaube ich, zweimal 3 Diakonen gehad, zoveel als ik weet. Op mijn bewustzijn en vandaag wel wie de derde paar bestätigen, dat ze gewoon even hand even wohl aangenomen, den Raub. En we freuen uns dafür, dass wir von der diese Bestätigung hier haben. Meine Arbeiter im Circle nennt schreien, wo man mit einer größeren Verantwortung sich dann nennt, Gott sein Werk wieder zu bringen und wieder zu bauen. Und ich möchte uns hier was vorlesen und dann möchte ich Jakob Eva dann Lothar abfragen, hier in die Ferien zu kommen für die Bestätigung dann. En ik word het hier van jou in Hochdeutsch doen. Ik hoop, we kunnen dat we eens alle verstaan. Mochten we nu vernemen, wat de Heilige Schrift uns von der Abgaben und Pflichten von einem Diakon in der Gemeinde sagen wird. Außer in 1. Timotheus 3, 8-13 finden wir auch in 2. Mose, Kapitel 18, Vers 21, treffende Worte für die Wahl der Gemeindediener. Da sagt er dessen was. Siehe dich unter allen Volk nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig sind und dem Geiz feind sind. Die setze über sie. Nur Apostelgeschichte 6, Vers 3. Darum, ihr lieben Brüder, sehet euch unter euch nach solchen Männern, die ein gutes Geruch haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, welche wir bestellen mögen zu dieser Notdurft. Das wir dann zu der neuen Gemeinde aus der Aposteln werden, aus Jesus weich wir. Darum ersehen wir, dass von einem Diakon erwartet wird, dass er das geistliche Leben wie auch die Verwaltung des Haushaltes der Gemeinde überwacht, damit alles ordentlich und schriftgemäß zugeht. Es steht ihm zu, dass er mit Rat und Tat jede zweckgemäßige Einrichtung, die das geistliche Leben und das Wohl der Gemeinde fördert, unterstützt und zu jeder aufbauenden und erbaulichen Arbeit in der Gemeinde aufmuntert. Es ist seine Aufgabe, den Lebenswandel der Gemeindeglieder in sorgender Liebe zu überwachen, damit alles ehrbar, süchtig zugehe, nach heilsamer Lehre des Evangeliums. Er soll ein offenes Auge für die Bedürfnisse der Witwen und Waisen, der Armen und Notleidenden, der Kranken, Alten und Schwächen und für die, die im geistlichen Nöten und Anfechtungen sind, haben und sich ihrer annehmen. Er soll in aller Weisheit, Liebe, Umsicht und Freundlichkeit helfen. Es ist doch seine Aufgabe, die Prediger in der Gemeinde in ihrer geistlichen Wirksamkeit zu unterstützen, auch die Reinheit der Lehre Acht zu geben, zu einem gottesfürchtigen und gottheiligen Lebenswandel in der Gemeinde allen ein Vorbild zu sein, in wahrer geistlicher Gesinnung und mit tugendhaftem Wandel. Treu und gewissenhaft soll er auch in der Verwaltung der ihm anvertrauten Güter sein. Dem Prediger soll er zur Seite stehen und Handlanger Dienste beim Amtshandlungen tun. Er darf auch mit der Wortverkündigung mithelfen, wenn er die Freudigkeit und Gabe dazu hat. Der Diakon ist das wachende Auge und die helfende Hand in der Gemeinde, und die Gemeinde soll ihm volles Vertrauen und Achtung schenken und ihm auch die Mittel darreichen, damit er Notleidenden helfen kann. Ein Diakon, der in solcher Weise dient, wird nicht nur die Dankbarkeit und das Wohlwollen der Gemeinde erwerben, sondern Gottes Segen und Gnade werden auf ihn ruhen und seine Arbeit wird viel bleibende Frucht zeigen. Die Gemeinde wird zur Ehre Gottes und zur Verherrlichung seines Sohnes Jesu Christi auf Erden
durch seinen Dienst gestärkt und gebaut werden. Und nun ihr beiden, Jakobo und Eva, ihr habt nun die Pflichten und Aufgaben eines Diakones der Gemeinde des Herrn vernommen. Nun habe ich euch im Namen Gottes und der Gemeinde, die euch erwählt hat, eine Frage zu fragen, die ich möchte, dass ihr sie hier oben beantworten möchtet. So, ich möchte Jakob und Eva Frauen abzutreten, um die Bestätigung hier zu vollführen. Vielleicht rede ich jetzt das korrekt. Jakobo und Eva, je haben den Raub gehiert, erfahren, nicht bloß gehiert von der Gemeinde, aber persönlich erfahren. Ich habe mich sehr gefreut, wo der liebe Gott geschafft hat in den Horten. Das sind wenig Jahre drei, wo ich ihn kennenlernen habe. Und das ganze Ding fängt an mit dem Bü. Das soll Gebiet werden bei der Bibelschule. Und dann werd ik komen thuis van een Jacobo Lozano gereed. En dadurch habe ich uns Multan gelehrt. Und ich habe gestanden, wo der Herr geschafft hat, wo der Herr ihn gelehrt und geführt hat. Und von der sind wir hier. Und so ist die mitgeduld haben, wo der liebe Gott in den Hort geschafft hat, benachrichtigen, Dinge klar gelegt und geraubt hat, Licht, Klarheit und Überzeugung gegeben hat. Daarop gaan hij dan nu aan je bed eine Frau. So, ich frage dich nun, lieber Bruder Jacobo, vor dem Angesicht Gottes und dieser Gemeinde, ob du bereit bist, die Pflichten und Aufgaben eines Diakonen der Gemeinde des Herrn zu übernehmen und ob es dein aufrichtiges Verlangen vornehmen ist, diesen Dienst zur Ehre Gottes und zum geistlichen Wohl der Gemeinde im Vertrauen auf unseren Herrn Jesus Christus nach dem Vermögen, welches er dich geben wird, auszurichten, so erkläre dieses mit ein aufrichtiges Ja. Ja, mit Gott seine helpende in seinem Beistand, weil ich wohne vor ihm. Ich will seine auch wirklich sehr in Acht nehmen, sehr ernst nehmen und ich will ihm treu sein, mit wo er mich auch beraubt. Und das war ich wirklich an seinen Reck nachchecken da. Die kriegen Beraubung, als hier wird, das kann ich sagen, nicht? Als hier wird bekannt gemerkt von der Diakon, wohl gemerkt wurde, und dass ich wirklich, wo ich sagen, in Frost durch mein Hort ging, und sei da. Und das in Hus vor direkt in Früh war, wo du berechnet, dass wir waren am Recht gesagt worden, von Gott zu schaffen, und wir rechnen auf uns ab. Und immer war er, und hier wird bekannt gemerkt, und immer war er, schieden wir das an. Aber ich habe mich gestanden, wo Gott mich gecheckt hat. Passiert nicht sehr leicht, dort ich soll nur ein älterer Hechel aller gekommen, dort Gott dort gecheckt hat, dort er uns geraubt hat, und sie direkt geschaffen. Und sie mir in Guare zu schaffen und seine wiederzukommen. Und ich will wirklich sehr dankbar sein und unsere ganze Gemeinde, ja und nicht ja, Fremde, die uns mit sein, dass die Vertrauen haben, auf mich gesagt, und dass die Vertrauen haben, auf uns geschenkt, an verschiedene Ämter, wo ich hier an der Kirche gerecht habe. Als wir mal hier kamen, ich habe mir gedacht, ob wir so da bis dort kommen. Ich hatte einen anderen Plan, ich war an einer Mission, und wir reden sehr an der Mission, mir ging das rein. Aber Gott hat einen anderen Plan für uns gesehen, er checkt an unsere Worte an, und er hat uns beraubt für ein anderes. Aber ich will durchtreten dort. Und ich bedanke mich besonders auch an uns Gemeinderat, dass wir den Team, wo wir haben wirklich mit Gott seine segnende Kraft haben geschafft, an Gemeinschaft. Und dort ich betende Menschen hingen, wir haben eine betende Kirche hingen, die steht hinter mir, ich hatte viele dicht gesperrte Nähe von Gott, in den Jäs, in den Menschen, die für uns gebetet haben. Und das ist ein sehr wichtig, wo wir dann stehen, wo wir dann treten wollen. Und ich das auch sehr leicht nehmen, von der langen Zeit sehr leicht nehmen. Ich kann auch gut nehmen, wenn ich mit Gott treu sein, und er ist Gott, und er hat uns gemerkt, und er will haben wir vor ihm anstehen.
Aber als Cornelio mit der Reilisch versagte der gestern, dann geht mir der Teiper. Und ich sage, große Parker lege für mich. Wordt er nicht mehr einfach sein. Und ich, meine Mitarbeiter, der Mithalber am Gemeinderat, das fand ich sehr deutlich, dass sie sehen, ich freue mich für die. Dann macht die Top schon auf. Ich komme hier euch. Und was wichtig und voll leid wird, wenn man Menschen und auch hier meinen. Und ich habe immer gedacht, dass Menschen, wenn ich von dieser Zeit komme, Gott hat uns hier auf die Hand, dass Menschen uns wirklich, da war ich abnehmen hier. Und ich bin Gott dankbar, dass er uns auf der Entscheidung gelehrt, dass wir hier angetroffen haben. Und hier wir haben ein anderes, und weil die Menschen haben, dass wir heute haben geplant über eine andere Gemeinde wohnen, und das hat nicht, das ist dort was, Gott nur war für uns, und ich bin Gott dankbar. Und ich bin Gott dankbar, besonders für meine Frau, die ich habe, dass sie hinter mir steht, dass sie wollen, wie man mit an diesen Wegen unten angehen, ohne Mure, dass wir wieder ganz bis hastig Entscheidung treffen, dass wir Gott treu sein, auf den Raum, was er auf uns gesagt hat. Und ich bin dankbar für die Frau, die ich habe, die Gott mir geschenkt hat. Und dann habe ich immer bekannt gemacht, Gott hat uns gesehen mit freien Kindern, freien Jungs, und ich bin dankbar für ihn. Und ich will wahre Dank sagen für die Gebete, die gemerkt haben, für die Gebet haben für uns, möchte ich das wieder tun. Aber nicht bloß für uns beten. Bete für die Lehrer, die hier besiegt uns, die noch für mich, sondern die war es euer. Und ich habe das schon mal gesagt, in Acht genommen, ich habe ein Gebet, aber ich habe nicht sagen, noch in Acht genommen, wo sie wirklich bei der Wunde da. Aber bete nicht bloß für diese Kirche. Bete für die Kirche, die hier bei der Umgebung sind. Lehrer und andere Kirche sind, die sind auch die Gebete bedürftig. Und besonders freut wieder, nur Gebete für uns, dass wir können dort sein, wo Gott uns beraubt hat, und dass wir im Licht sein, und wo wir wirklich den Dienst genießen, wo Gott uns hervorgeraubt. Mag Gott ihn segnen, und ich will nicht alle begrüßen in den Namen von unserem Herrn Jesus Christus. Ich möchte auch alle Maut, halb uns, und dort recht der Schafe können beschenken. Links der Ort ist groß und ist immer geraten. Wir sagen, das ist immer geraten, und die Arbeiter sind wenig, dort wollen. Dankeschön. Gracias, Jacobo. Also habe ich auch nächste die Frau an die. Ich freue mich auch die, liebe Schwester Eva, als du mit Gottes Kraft und Beistand dienen Mann bei seiner Arbeit beistanden wirst, als eine Gehilfin, wo immer dort für die möglich und passend ist. Was antwortet sie darauf? Ja, Gottes Beistand. Dankeschön. Jacobo, mit Handreichung möchte ich hier sagen, im Namen von unserem Herrn Jesus Christus, im Namen von der Gemeinde, verordne ich die hier aus dem Diakon, in diesem Fall für einen 3-jährigen Termin, den Auftrag von den Diakon mit seinen Pflichten und Abgaben in diese Mennoniten-Gemeinde zu Steinreich auszuführen. Feierlich verordne ich die hier zu diesem Dienst, im Namen von Vater, Sohn und den Heiligen Geist. Sie sind herzlich willkommen als ein Mitbruder in dem Weinberg des Herrn, hier in dieser Gemeinde, im Präsident Diakonenrat. Ich kriege auch die, liebe Schwestern, in der Hand. Und heute hier herzlich willkommen als eine Mitschwester hier in der Gemeinde, im Leitungsteam. Möchte der Herr dir viel Weisheit, Leib schenken, die den Mann zu ihr starten und zu tun, was der Herr die auch die Hand geben, was auch die kostet tun. Und als eine Gehilfin möchte der Herr die segnen und die wirklich zum Sehen saten und so einer mit dem anderen. Ich möchte nu Pastor Bernie, der Diakon, abrufen, hier nach vorne zu kommen, am Ende dann dem Sehen mitzugeben. Vielleicht kann ich ein bisschen dann nach vorne drehen, den ein bisschen wieder machen. Jacobo und Eva, ich möchte Ihnen frei und die Knäuen, am Ende dann dem Sehen mitzugeben. Bitte schön. Darf ich die Gemeinde Frauen abzustehen
om den Segen op med til geben. Uns großer Gott, Schöpfer aller Dinge, Herr, du hast auch diese Geschwister gemerkt, dass sie die deinen sollen. Die allein trifft ihr Lob, Anbetung und Preis. Wir wollen bloß dienen deiner sein. Und so wollen noch Jakob und Eva dienen deiner sein. Wir beten nun dienen Segen, ob diese Geschwister, die dienen darauf gehört und angenommen haben, und sie können lauten nennen, bestätigen, diesen Dienst zu tun. Herr, wie mit an, wir beten, am Kraft, am Weisheit, am Leib, am Verzicht, in Schutz, was immer abbrücken wird, in diesem Dienst zu sein. Wie aus dienen deiner Frauen in beten, dort du selbst, Herr, anwarst ausrüsten, und ihn bestätigen magst, ab diesen Dienst, magst du uns sehnen in diesen Dienst, im Namen vom Vater, Sohn und Heiligen Geist. In uns Gemeinde, Herr, gebe uns die Wahrheit, hinge ihn zu stonen, für ihn zu beten, in an zu unterstützen, mit was immer von uns möglich ist. Die Arbeit so zu tun, dass die wirklich zum Sehen und zum Abbau für die Gemeinde sein. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Jeder abstehen. Die Versammlung darf sich durchsagen. So, sei uns herzlich willkommen als Mitbruder im Team. Zusammen wollen wir die Gemeinde des Herrn bauen. Jakob und Eva, noch ein Wort mitzuteilen? Adelante. Weil ich mich bis einmal herzlich bedanke an unsere Kirche. Für uns hier wirklich willkommen heute und jedem Tag, was wir mal begehen. Ich habe mich hier sehr tüß gefühlt und ich habe mich auf die Union. Und ich will nicht anders angehört, Gott muss sehr dankbar sein, für was er heute leiten wird. Das unsere Weg, das sind nicht seine Wege, in seine Wege sind nicht unsere Wege, meine ich. Hij laat ons anders als we plan doen, en de mens is dat de plan zelfs, maar God laat ons anders. En ik zie God dankbaar voor dat hij dit gevierd heeft, en ik wil hem wirklich trouw zijn in ons land. Mocht de Heer je zegenen, iedereen die gekomen is van jou in deze maand. Zes. Guten Tag. Vielen Dank schön. Dann der die Platz nehmen. Weil es Jakob sagt, dass Gott seine Gedanken und seine Wege sind immer noch höher als unsere. Da würde ich prost sein, wenn Gott seine Gedanken und seine Wege lehren, wären das unsere nicht so. Aber wir wissen, dass Gott seine Gedanken und seine Wege sind höher. Und das gibt uns Vertrauen in Gott. Das sagt Gott in sein Wort. Und da sind ich auch Zeuge für mein eigenes Leben, dass Gott seine Gedanken sind immer höher als meine. So, nächstes Wort werden wir uns dann wieder anleiten. Als nächstes habe ich einen Beitrag von Trudy Niefeld. So, das. Und nur dem möchte ich fragen, dass wir an der Botschaft haben, nämlich von Pastor Cornelio Schmitt.
my hand can fulfill thy law's demand. Could my zeal or rest find no? Could my tears forever flow? All could never sin erase. Thou must save and save by grace. Nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. Fall I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die, while I draw this fleeting breath. When my eyes shall close in death, when I soar to worlds unknown, see thee on thy judgment throne, Rock of ages, stand for me. Let me hide myself in thee. Vielen Dank schön für den Beitrag. Als Familie diesen Weg rückkommen und uns hier den Beitrag geben und dem Sehen mitgeben. Gut, wir wollen uns nächstes dann noch ein bisschen Wort nennen. Die Kinder dürfen zur Sonntagsschule gehen, von 2 bis 5, so wird schon vollständig frei. Die Lehrer sind dahin, die warten, dass sie bekannt sind oder nicht. Die dürfen die Kinder dort zur Sonntagsschule gehen. Ab so einem Tag aus von der, wo wir Diakonbestätigung haben, kann man über etliche Dinge reden. Ich habe ein bisschen gegrabbelt, über was das passend, über zu reden. Aber wenn die Bibel aufschneidet, können uns ein Tag sein, wo uns alle können was lernen, wo wir alle können was mitnehmen, was wir tüß können brücken in das eigenes Leben. Und ich komme zu dem Entschluss, dass Matthäus Kapitel 20, durch von Vers 20 wieder, können ein Port sein, was für uns, glaube ich, alle kann, zum Nutzen sein. Und ich dachte, ich würde uns den Aufschnitt lesen und dann Jakob mit ein bisschen eine Betrachtung über zu merken. Und dort dann auf den Gedanken rübergehen. Und was ich denke, da ist, wo haben wir eine Gemeinschaft bauen, die im Glauben und mit Verantwortung durchstehen wird. Und ich möchte es jetzt sein, dass wenn wir hier von der Hand Diakonbestätigung gehört, dort meint bloß, wir wollen mehr erreichen, wir kommen die Arbeit nicht nur, wir wollen mehr tun, besser besorgen, nicht bloß in der Gemeinde, aber auch bei der Gemeinde. Und ich habe erwähnt das all. Im Dorf oder wo immer, ja, man ist durch den Dienst tun, was immer da fehlen wird. Besonders sind die gefragt für hier in der Gemeinde den Dienst tun, aber Gott wird ihnen doch immer wissen nach, was jetzt besieht tun. Wir sind nicht bloß eine kleine Gemeinde hier. Gott hat eine große Gemeinde und Gott hat auf dieser Welt einen großen Plan. Und in dem Plan will wir werden schaffen und unseren Dienst tun. Aber in diesem Plan gibt es dort auch Hindernisse, was Gott hat. Gott hat einen feinen Plan und einen reinen Plan. Und hat das sehr gut fair mit uns Menschen. Aber wir blieben immer noch Menschen. Wir haben schwache Seiten. Und du hast mit geschafft. Und ich habe mit Jakob und Eva ein bisschen darüber geredet. Dort ist ein wichtiges Ding. Aber das darf auch nicht sagen, dass wir als Menschen davon verjeten, dass wem wir deinen und woran wir deinen und so weiter.
Aber ich wollte mal diese Verse hier lesen, so als uns im Bulletin angegeben sind. Ich wollte hier dann meine Bibel lesen, da sagt es dort. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihm um etwas bitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr denn den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie antworteten ihm, ja, das können wir. Er sprach zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater. Als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über die 2 Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisset, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu seiner Erlösung für viele. Also was hier, wie Gott sein Wort, Matthäus Kapitel 20, hier fing die eine interessante Geschichte. Und das rahmt sich auf mit der uitgewählten Gruppe, die Jesus gesagt hat. Das werden nicht die Schlechte, die Sünder, die noch nicht von Gott und von Jesus gesehen worden, von der Trick Gottes. Als Jesus mit seinen Jüngern geht und hat al viel belebt, und die Jünger werden al nicht mehr anschaubar, die wissen al viel von der Trick Gottes, aber immer sei dat het in den Mensch stark nach Wort bern, und dort ist ein Eck. Scheinbar ist dort das Schwanste zu kriechen, wie als Menschen machen uns selbst kriechen. Und dort ist uns Eck sein Doel zu kriegen, rauf zu kriegen. Und Jesus hat immer muss sich Zeit nehmen, und um schaffen, seine Jünger dabei zu bringen, weil das geht nicht am Jünd. Das geht nicht am Jünd, dass die wollen groß sein. En die ook groot kriegen. En hier waren we geschikt. Ik wou dan kom ik nog een beetje meer nog op deze zaken. Ik wou deze versen mal een beetje durchblättern en zeggen, wat zijn we nog? En hoe vingen we nog in het Nieuwe Testament? En ik wou die euch alle nemen, want dat neemt te veel tijd. Maar deze Neigung, dat de mens wel gezien zijn, de mens wel geëerd zijn, de mens wel hoog zijn, en dat we niet bloß de mens weer bij zijn vriend, haben wir gefunden, dass heute Herr der Engel wie Gott wir, da wir fallen heute im Himmel raus, muss Gott am raus, wenn sie echt das Klot an Herr. Und vielleicht denken Sie so, ich will die Gachoba reden, weißt du, die hast einen großen Echt-Trouble. Und mit dem wollen wir hier nicht sagen, dass Gachoba nicht worden ist, ich nicht echt gehabt. Ich schub, das was das sein. Aber darum rede ich hier nicht. Das werden wir uns alle Tanz nehmen. Wir wollen alle deiner Gottes sein. Wenn wir in Christ sind, dann soll wir ohne Zweifel soll wir in deiner sein. Als bestätigt am Abend oder nicht, wir sind deiner. Und welch haben wir Gott deiner sein? Welch haben wir deiner sein? Was wir erhalten, die Gemeinschaft abgeben, die volle Glauben hat, und mit einer großen Verantwortung für euch gewohnt hat. Mit all, was der Herr uns zur Hand lässt kommen. So wir wollen mal das hier bekijken in diese Versen, und dann versuchen wir zu kriegen, was Jesus hier wirklich groß nennt. En door waar we gaan komen, wat Jezus werkelijk groot naam en wat op zich heeft om groot worden. Zo dat zegt in vers 20 dat op eenmaal komen, komt de moeder van, dat zegt hier, dat trat zu ihm die Mutter der Kinder des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihnen nieder und bat etwas von ihm. Das ist ein bisschen aufgeschoben, nicht so? Hier kommt eine Mama. En we weten nu niet, als deze 2 jongens ihre Mama bereid gaan, was du
Mama, wie Jesus die Hand schmieden. Und dann warst du Frauen dort weit verbreitet worden kann, besieht Jesus zaten in der Grote zijn. Wanneer je dat Gottes werk hier is. En dat passiert. En de moeder die gaat. En die gaat naar Jezus. En die valt voor Jezus stoel. En dan vraagt Jezus, en sprach ze hier, nou wat was die? Waarom schmitst die voor mij doel? En dan zegt ze, laat deze meine twee Sehens zaten te dienen rechten, eine zu der rechten und andere zu der linken. Hier wollte ich een klein beetje stel houden. En wenn wir kijken in Matthäus Kapitel 8 hier, en dit is Kapitel 20, da sagt het, redet Jezus diesen Weich, sagt er, zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist der Größte im Himmelreich? Während die Jünger mit Jesus gehen, wie immer mal die Jünger denken, ja, groß sein, herrschen, even anders zijn. En dit vinden we Matthäus 18, door vers 1. Matthäus 23, wieder, da fingen wir das wieder. Sagt het, als Jezus met aan, wo der Spiel sagt, sie sitzen gern oben über den Tisch und in den Schulen. Das fingen wieder, das sind die Schriftgelehrten und Pharisäer. Von dit war geschrieben wird, Jesus ihnen ähnlich Jünger, mit man halt offen dort. Aber hier wird wieder, Jesus sagte doch, dass die Buberste, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, der Angestellte sagte, dass die zaten hier, über der, in den Schulen, in den Synagogen, in den gleichen, hier begeistert zu sein. En besonder begeistert zu sein. En dat schmeckt den Menschen ein. Dann sagt er, aber ihr sollt, dann sagt er hier, gegrüßt werden auf dem Markt und von den Menschen Rabbi genannt werden. Da meint ein hochgelehrter Lehrer, Prophet, hier kommt der Prophet, oder von der sein. Und dann sagt Jesus es getan, die sollen nicht Rabbi namen, weil einer ist euer Meister, Christus, ihr aber seid alle Brüder. Jesus kommt selber ab morgen und sagt, ich soll in der Wirklichkeit nicht nur Rabbi anlohnen. Willst du das ein wirklicher Rabbi? Nein, das ist ein wirklicher Lehrer, nur das ist Jesus Christus selbst. Und dann kommt er noch wieder zu den nächsten Gedanken in Vers 9, Matthäus 23, Vers 9 sagt er, und keiner soll sich Futter anlohnen. Das ist ein bisschen interessant. Wir nahmen, wir gingen an wie vorher, in der Kleine, gingen an in das Futter. Und Jesus sagt, keiner soll sich Futter anlohnen. Warum nicht? Willst du das einfuhren, sagt er. Und soll niemand Vater heißen auf Erde, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Jesus will das hier klar, weil du in Wirklichkeit, du hast bloß ein Rabbi, ein Lehrer, und du hast bloß ein Führer. Dann sagt er, und soll auch nicht lassen Meister nennen, denn es ist euer Meister Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Ich habe Jesus früh gesagt, der Ratschlag wird beginnt, weil groß sein. Der soll erst mal anfangen, mal sich selber aufzuluden und dann mal ein Donner zu hören. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Das sagt Jesus dann zu den Schriftgelehrten, der wird dann einen Rahmen haben. Also Jesus hat viel Zeit genommen noch, als habe ich wie diese 3 Jahre Menschen, besonders die Menschen, die Gott ihnen recht schaffen dann, mit das erste Leben schaffen dann, das beizubringen. Weet je, die zijn bloß sehr geringe Menschen, bloß ein gewöhnlicher Mensch. Die haben einen Raub, und den Raub soll die vertrauensvoll. Nicht hochmäßig, nicht stolz, nicht über mit meinen, es ist ein halber letztendlich nur schwer. In Markus Kapitel 9, 32 sagt er, sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihm zu fragen. Und er kam gegen Kapernaum und da er daheim war, fragte er sie. So, Jesus ist die Kapernaum dann nu gekommen, in eine kleine Stadt, wo Petrus seine Schwiegermama wohnt. Und da sagt er, dass sie haben hingewees, haben sie ein bisschen Streit gehabt. Und jetzt hat er hingewees Tag gelassen. Jesus ging vorab, und wir Mann, und dann hielt er, was die Jünger vertalen. Und dat is zij kennen je vertaal gaan. En dat die keine scheine fan op je vertaal worden. En dat vertaal ongeënt werden, maar we moesten vragen Jesus, wat handel je met een ander geweest hebben waar? Je had door eens wat du met je rieven uit ongeënt. Wat weer, sagt Jesus. Jezus zelfs wist hij goed. Die durft gleich vertellen.
Aber zum ersten Mal uitforderen, wat ligt in je hart van de gedanken, wat van de aanstelling, wat van je zending, heb je überhaupt in je hart? Je had toch al lang met hebt gewonnen, en dan heb je een betere, duidelijke biblische aanstelling. Jezus vraagt, en dan valt het eruit. En ze weer daarop. Vers 35, Markus 9 zegt het. Zij waren hier stil. Denn sie hatten mit den anderen auf dem Weg gehandelt, wer die Ratstag wird sein. Da werden sie doch ein bisschen immer ein bisschen Mühe gefallen, würde ich sagen. Und sie waren still. Sie hatten da ein bisschen gestritten. Kijk mal, du und ich und so wieder. Wer wird sie an sein Recht gaan zetten? Jesus Christus, der wird mal kommen als großer Lehrer sein. Und dann, heute wird in Vers 34 sagt, Markus 9, und setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen. Nu sagt Jesus sich mal dool. Und dann sagt kommt mal alle 12 hier aan. Und ich sta für die 12 und wir haben Rom gestohlen, oder haben sich Rom dood gesagt. Und dann sagt Jesus, weet je wat, so jemand wel de eerste zijn, der soll der laatste zijn. Voor allen. So jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein, vor allem und aller Knecht. Dan wil Jesus mal einfach 180 Gruten onderweg denken. Want dan will wer der Erste sein, der soll der Letzte sein, und der soll jeder ein Mensch nicht nach sein. Dat wir uns anders, als wat de Jünger wollen hier, dat wir kennt, sei vreemd denken, hoe denken nu mal zijn, maar wel, wie goed die dag met die was aan het leren worden, die was nu mal aan het vriendmaken van de Roma en zo wieder, en wie worden besiegen zetten, en wie worden ze dicht bijzetten, dat is meerlijk, en wie worden met die top de grote zijn. In Lukas 22, 33 gingen we nog in ons ondergeschikt, en dit is al op één van als Jezus Christus met die gingen weer. Mens niet te denken. Mens niet te denken, hoe schwierig een mens is. En ik geloof dat jullie aan de terugstoel wie zijn vielleicht so schwierig. Oder schwanger noch hier. Aber hier fingen wir in Lukas 22, Vers 23, als Jesus met de gingen door het laatste Pascha weer, gerade Judas dann verrückt wird von Judas Iskariot, da sagt und sie fingen an zu fragen unter sich selbst. Wer es doch wäre unter ihnen, der das tun würde. Dort Jesus hat gesagt, einer von ihnen war ihn verloren. Dann Vers 24 sagt es erhob sich auch ein Zank unter ihnen. Kaum zu glauben, nicht so? Jesus met zijn Jünger voor 3 jaar in de Bibelschool was. En had je dat overmaal. En Jezus had gezegd, einer von ihnen war in deze nacht verloren. En waar ik toen nog in Versen nu gegeven heb, dat ze zich doen en anderen immer noch ontvangen, waren het Verrubbeln. Von wer wird der Großer sein? Es erhob sich auch ein Zank unter ihnen, sagt einfach ein Zank, welcher unter ihnen sollte für den Größten gehalten werden. So, wie fingen dat hier, wie zijn dat hier, dat is een probleem. En ik glaube, dat wir als Christen op deze wereld manchmal im großen Ganzen, in der Lehrerschaft, en ook als Christen manchmal nicht sehr bescheiden zijn, heeft damit te doen dat wir das ganze Ding nicht richtig verstehen, wat is een deiner. En wo dat is in de arbeid. En dat het niks te doen heeft, dat eigenlijk waar we heel gehoord worden is weer. Vers 22, wo we treden naar Matthäus kapitel 20. Daar vingen we dat Jesus sagt, aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisset nicht, was ihr bittet. Jesus sagt in andere Leute, die hat überhaupt keine Idee, wat die vragen doen. Dat die wel dicht bij mij zaten bij Gottes. En andere sagt Jesus, die hat überhaupt noch nicht verstanden. En wie heeft dat hier trouwens, want het wil zijn, dat Jezus die op een eind met zijn Jünger, hij had nu geleerd en gewezen, wilde arbeid te doen, maar hij nu goed weg zijn, hij had een 2 en 2 geschakt, en 3 geschakt te arbeiden en zo wieder. En dat op één dag maar waren te vinden door de stal, het grote ijshal aan ik dort. Een grote ijshal, de grote erg. En Jezus die vertrouwde dat aan nog. Zo gewoon, ja, wie neemt die niet aan als engeltjes? En dan zoek je mensen die weten dat we hebben die 2 engeltjes versteden van jou. Dat zijn mensen. Met vlees en bloed.
En we brauchen Geduld in ons. Jesus hat viel Geduld mit den Menschen. Viel Geduld. In der Lehrerschaft in der Kirche, das sind Menschen. Das sind keine Angelitos. Wir sind Menschen. Wir haben Versuchungen, in Schwächen, in was immer. Und so soll wir dort hier. Und dat geeft me moed dat Jezus even dat hij een van zijn arbeid op deze wereld, de jongeren dat allemaal niet had aangekregen, dat groot eigenlijk maar ons vertworschen. Johannes had dat misschien wel tegen gegeven, hij zei eigenlijk maar opnemen, maar Christus moet in niet los en tel nemen. Eigenlijk moet wenje worden. Mijn wel moet wenje worden. God zijn wel zal niet meer worden. Mijn ene karakter, mijn ene gezin moet wenje worden. Jezus zijn karakter en mij zal losen en toenemen. Zo wanneer we hier wieder wo Jesus dann zei dat je weet never hebt niet nog wat je vrouw doen, dan Jesus wist dat wanneer hij dit zei dat. En hij verzocht die jongeren dat te zijn. En daar sprak ze ihnen, mijn kelch zal je zwaar drinken. Maar hij vraagt verder, ik ga je den kelch drinken den ik drinken wil. Und euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Sie sprachen zu ihm, jawohl, ja, sicherlich ja. Und ich habe den Richter die geleistet, dass wir uns sagen, was sie sehen. Vers 23 sagt, sprach zu ihnen, meinen Kelch sollt ihr zwar trinken. Und hier habe ich mitgestellt, wo meinen Kelch soll ihr zwar trinken. Was hier passiert, dass man Jesus dit zei, dat mijn Kelch en mijn Taufe wo je kriegen. Dat kan je ook gaan. Zoals ik dit verstoor, als je schreef wat dit verzekerd te erklären, dat als, wo Jezus zegt, ja, sure, je worden van dit wat te smaken en te drinken krijgen. Ik word kamerlijk liegen, mij wordt aangebracht worden, mij wordt gekritiseerd worden, en mij wordt dat dus wel einfach waschoffen. En weet je, dat wordt geen krijgt zo passiert. En ongeveer zegt Jezus, ook dit wil je ook beleven. Dat is wat je hier wil. Dat zij worden nu mal, en deze zware noten dan komen vielleicht aangebracht worden, vielleicht aangestraft worden, oder gepeinigt worden, en zo wieder. Jezus wist dat al. Dat is achter. Ja, jene toekomst als deiner, die zit niet ons weg. Dat is niet alles verbrauzen. Er worden tijden komen. Die worden schwer zijn. En waar mijn jullie iets abnemen. En in den Kelch, wat Jezus zegt, dat zijn Kelch, dat mijn wie worden deelnemen aan dat wat hij daar ging. Wat ook de Christ en de Donner abreden kan, dat aan dat ook wat haven. En Jezus zegt het woord, en wie weten dat. Samen van de jongeren zijn einfach aangebracht worden. En Lothar weet je wat onze Märtyrer die tijd gedaan heeft, hoeveel die deze Kelch haben bitterlich gedronken. En wie weten ook dat vandaag nog mensen deze Kelch drinken moeten. En deze Taufe nemen, einfach, wat meint deze Taufe, dat meint daar gewoon, wat hem doet, zum vasthouden aan Jezus Christus en hem aanstonen. So, dann kommt hier wieder und sagt, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Das ist die größte und herrlich, Jesus sagt in andere Lied, je weet niet aan wat je beden doen. In andere Lied, de grootste en de grootste mensheid, en de grootste puestos, kunnen zijn, en de grootste herrlichheid, wat die aan zich te worden, die om die meisten vervolgung aan Jezus Christus in omliegen worden. En dat is mir niet zo schijn, niet zo attractief. Dat we eigenlijk nu wel groot zijn voor God, en voor engel, en voor mensen. Dan wordt het zijn, we zeggen, nu gaan voor Jezus Christus geleden. Voor het rechte denken op deze wereld. En wanneer we wel in de dienst gaan, dat meint niet dat ieder mens wordt wat ze ziet gewoon. En dat wil ik niet ook zeggen, gewoon even. Het haalt niet dat alle mensen worden verliefd zijn. Ik weet dat je een dienst voor je sterft. Op de ene sterft is niet helemaal door. Maar we willen daar nog een klare ziel. Dat we doen in onze hart. Even dat ze niet aan zich willen worden met de henklozen. En dan zijn we vullen zijn, man, dit is die goat en zo weer en zo waar, keep it up. Dat wordt niet iedereen zijn. En wegens den Duivel zien we bij dat einfach die wacht, dat is niet wat iedereen loven, maar wie weten, wie zijn beroepen, wie moeten verder weg. En een spannende zijn we kwestie, kwestie. Dat doet ons kosten wat het kost, dat wie wonen en wie dan in dem Herrn. Zo, hij zegt wieder, da die 10 hörten, wurden sie unwillig über die 2 Brüder. Ik wil lieber dat je onder zien niet wonen.
En dat wanneer we als leiders, wanneer we als dienaren, en wat van ons, wat allemaal wie zijn, met het jeugdlezig worden. Dat stinkt. Dat stinkt. En wie zijn dat hier? En dat is als die geschichte, hier weer de maam, en ik weet niet van de andere afmamen, ook alle weer komen weer van Jezus bij handje vallen. Hij zei, weet je wat, niet eens ze zijn ja toch al een beetje alle, een beetje al ervoor, en ze weer, dat is wel nog, die kan dichtbij zijn. Hier vingen we dat je voetsen, allemaal hebben hier de strijdziekingen gezegd. En hier zijn dan nu dus de twee, hier is de maam, en die heeft de maam nog verder zien aanstaan, wat al een beetje zwakker voet zijn, joh. En zei je dat die 10 hörten, worden sie onwillig über die 2 Brüder. Zodat je nu, juist als met zijn team, met zijn leerlingen, met de jünger, en dan während dem tijd, je dat maakt de oorberer een probleem. En ik zei vandaag nog hetzelfde probleem wat aan. Dit probleem hier weer, 2 stuk willen daar maar ondesign zijn worden, als alle anderen. En wat is hier de andere? Die weer rein, nurs, beter als dit is bij. Nurs. Ik heb gehoord dat ik jezus als dit is 2. Die hebben ook tegen Jezus te zijn. En wie weet nog wat nee weer de andere met je was en dan is het al eerder van die reed gaan. Maar dat zegt hier dat zij, dat die waren onwillig over dit is het 2. Dat meint die waren ontevreden over dit is het 2. Wer lijkt hier dat je zijn? Wel zo goed je zijn, dicht bij Jezus zijn. Waarom niet wie? En van de dag wordt veel niet gedaan in godsdienst weens van wie ons eigenlijk was. Dit is allemaal een gemeente te zijn, dit is op arbeidssteden te zijn, dit is een school te zijn, dit is in verschillende instituties te zijn, waar mensen zich opheven, dat krijgt dus die dingen gedaan. En wel mijn miethaf die eer, mij maar opgehoven, mij nu maar te verste gezegd zijn en zo weer. En dit wil ik nu zeggen als christen, dit is een grote ganzen van ons allen. Wie wil duidelijk zijn en wie wil niet meer ons als gemeinde. En wanneer je zegt, God, je hebt het gewoon gewoon een team te zijn. Ik geloof wat hij van zich gezegd. En wie hebben veel gebeten. Wie wil niet heel genezen leiderschap zijn. Wie wil dein dat wie meint wie geven gaan. Ons kost dat wordt. En ons wordt dat op eerst wat kosten. En dat wordt allemaal waar kosten, dat wordt meer kosten. Dat we ons nicht erheben an den anderen. Wir haben verschiedene Puestos, wir haben verschiedene Berufungen, aber du werden wir sonst nicht als bloß dein. Bloß uns bastet dann. Wir haben nichts uns abzuheben. Ich kann auch sagen, ich weiß mal, ich habe hier studiert, das ist wieder, dort stinkt. Jesus, das ist Jesaja klar. Und als jemand die Jünger da ist, dass du uns Hand geht. En we hebben hier voor de graadste zijn. En wie wieder kijken dan, nou vers 22. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, was je vragen dan. Jesus sagt, je hebt bloß nicht eine Idee. En wenn wir wel groot zijn, dan hebben we niet een idee wat we werkelijk streven dan. Je wisst nicht, was je bittet. Dat de graadste herrlichkeit, wat ik heb, die am meisten sich worden aangeven, werkelijk is het dan in volgen en manchmal ook worden schwere lieden gaan en veel verachter te zien gestaat worden. So, als deze kinderen worden aanwezig en Jezus erop zich te zeggen, zei ik einfach mal door, je weet je wat, die Weltfürsten herrschen und die Obersten haben Gewalt. Dat weet je. Dat de Weltfürsten die dan herrschen en de oberste hand Gewalt. En dan vers 28 sagt Jesus, so soll het nicht mehr sein. Aber, so jemand will unbedingt gewaltig sein, der soll deiner sein. En wer wel de verneemste zijn, der soll in stark sein, als uns Glauben. Gleich wie des Menschensohn sagte, ist nicht gekommen, dass sich dienen lasse, sondern dass diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Der Herr Jesus, der lehrt seine Jünger. Eine ganz andere Sendung. En mijn luid hier van deel. Has die al met die Sendung geschafft. Weet je, wie vroeger en moeder is, Kinder heeft, die weten dat dus eine Sache worden
arbeid met kinderen. Dat is met ieder denkwoord schaffen. Dat kind leren anders te denken als dat natuurlijk denkt dat. En hoe zwaar het is, die denkwoord te ändern. En ik geloof, wir als Eltern zijn alle kaart gekomen. Wegens manchmal nehmen wir uns gleich Zeit, dem Kleinen, zoals Jezus nu sagt, ik niet helemaal door, nu komt je maar Rami, en nu wordt je mal erklären, diese Einstellung, diese Gesang, wat die haben, das nicht der Rechte. So kann mein Recht nicht bestehen. Das kann nicht. En wenn Mama und Papa das Kind einmal einfach beschaut nehmen, das Kind sagt, warum nicht, wieso kann ich nicht, was immer. Dan moet ganz natürlich sagen. En ganz kort sage ich, wenn Mama das Kind mal lopen en die Vorschule dat bloos in de Uhr, en die Vorschule, en die Vorschule, en die Vorschule. En dan ben je die Kinder ganz ruhig gevoerd. Die hadden dat begrepen, hadden dat verstaan. Es dat schwor, den Mensch seine Einstellung zu ändern. Jesus hat sehr geschaffen mit den Jüngern. Und wenn man Jakob hier sagt, fragt nur Gebet, dann würde ich sagen, Bet in Prag hat Gott für Steinreich Gemeinde erlehrt, dass die auch eine biblische, christliche Gesinnung haben. Das ist das, was Farbe ist, um Gott zu berichten. Wenn wir eine menschliche Gesinnung haben, dann kann Gott sie wirklich wissen. Dann war es der Anfried, dass wir das gesehen haben. Bet von unserer Herrschaft, dass wir machen eine biblische, evangelische, geistliche, göttliche Gesinnung haben, so als Jesus Christus das selbst uns vergelebt hat. So, der Herr Jesus, der lehrt seine Jünger eine ganz andere Gesinnung, 180 Grad anders. Er lehrt, dass die Grote und dass die Führungspersonen und die Christen dem Nächsten dienen und sich selbst aufopfern. So als Jesus dort mit seinem Vorbild auch selbst zu tun hat. Was Jesus hier wirklich sagt, war das, dort wie aus deiner, wie Läden beim Dein und wie Dein beim Läden. Wie Läden beim Dein und wie Dein beim Läden. Das ist Jesus hier sagen. So, Jesus merkt klar, dass die Nationen, die kann gesagt haben. Und die weiten, wer durch die Grote ist und worauf geschaffen hat. Wobei, dann sagt Jesus, im Reich Jesus Christus ist es ganz anders. Door geht es am Dein. Und ich kann immer nicht weg von einem katholischen Namen. Ich glaube, mir fällt ja nun hier noch bei. Die haben grote Namen gekriegt auf der ganzen Welt. Das ist mir dat ik nog niet heb, die hier weer af, dan zeg ik meteen. Madre Teresa, danken. Madre Teresa. Dat is een grote vrouw geworden op deze wereld. Was helemaal bevrijd was. En heeft een goede naam. En ik vertrouw dat deze katholische naam heeft niet als grote naam op deze wereld gekregen, maar dat die wat ook wat grote naam had. Waarom? Want zij heeft ihr ganzes leven aangegeven. Voor mij ging op deze wereld. Zij hebben ook plans, en een grote plans, en heeft grote wonderbare dingen gedaan. Wil ze juist zich als een dienstmädchen gaan, waar een ganze leven lang voor mij ging op deze wereld eingestaan heeft. En heeft dit verzocht in vele honderden en duizenden wegen te ondersteunen en te houden. Zij is werkelijk eine dienstbare Person, die ging nicht am seinen Namen, wie man die eer, wie man die loven, wie man die prijzen, enzovoort. Die ging bij de leegste van de leegste. Bij de leegste van de leegste. Door ging ze aan en heeft mensen geholpen in de vele verschillende diensten, verschillende wegen. Zo, bij de nationen die het aan brood te worden, te herrschen en te zijn willen kriegen, onjamie, wat je wolf kan ik uiven, en bij de kwart is het krijg anders. Jezus Christus, die leert dat wij de laatste wel zijn, dat is al ondijn. En wij hebben groot zijn wel, die moet eerst maar een duin worden. En wer de eerste zijn wel, die moet zich helemaal aangeven, om einfach ontvangen en geloof te worden. Dat meint, de jet voor hem. De jet niet zelfs op zijn eigen weg, maar de jet in de weg van Jezus Christus, die hij bestemd heeft. En 2 Korinther 4:14 zegt het, denn die liebe Christ die dringt ons also. En dit mocht ook bij ons zijn, hier te Steinreich, de Lehrerschaft van onze ganze Gemeinde. Wenn wir als Gemeinde nicht gedreven sind von Gott seine Liebe, was trifft uns dann? Und wie man es immer war, ich persönlich, was trifft mich?
Wat drijft mij? Wat schrijft mij in mijn leven? Waarom doe ik wat ik doe? Waarom leef ik zoals ik leef? En waarom handel ik als ik handel en alles? Wat drijft mij? Paulus had zei klaar. Wat aan drijven leidt. En dat wie de leidt hij van Jezus Christus gevonden had. Paulus had een drijf. En daar hadden ze zijn eeuwige drijf. En ze zijn zwakke drijf. En deze drijf die ik waar alle christen aanbrengt, die ik bloos waar in kan. Mannen en vrees en schingen. Dat drijf is sterk. En dat is zo sterk dat de mannen en vrees gevangen en stapte aan. En God zei op een moment uit, wat ik wil die mine lijf loten ervoor en al wat die zons wat drijven. Wat je in Volksjaar drijft gewoon ook gruwelijk zelf verkrof aan. Zeer zelf verkrof. En God begin dem Saulus. Op weg naar Damascus. En God die kracht aan met een klaar licht. Wie weet niet als hij een keertje was of niet. Als hij jongen heeft en het is. God begint hem op weg. En als hij op weg is, dan redt de Heer Jezus aan, weet je, die vervolgt mij. En dan snel hij gans probeert. En dan ervoor hij je nood. En als je deze nood in de leuk was ervoor, dat verwandelt dem Saulus tot een Paulus. Deze weet wat. Ik wil nu voor die gaan en dan zeg Jezus dan, weet wat, dat wordt die nog zwaar verkomen hier is. Dat wordt die zwaar verkomen. Die wordt geleid worden door die Hannes, dat wordt die niet presseren. Die had een plan en ik heb die een andere plan. En dit plan der was daar. En wie weet wat Paulus beleefd heeft, dat zei gaan ze in de moord. En hij heeft gelijk op. En hij zelf heeft dit geschreven, dan die lieve Christi drinkt ons also. De lijf Gottes moet ons pagen. Ik vrees me God dat ik nu de verjaardag had in geweest, als die aangeloot waren bij een klein mandje kwak, een koers te nemen. En wat is zeer wichtig is, die te beobachten. En een van de dingen weer, als ik dat op iemand aanwaard, dat die God vonk aan weiterdam. En die gaan hier wat hij net geduid heeft. Dat die God vonk aan weiterdam voor de lied wat Jezus van der nog niet kan. Die God vonk aan weiterdam voor de wat nog niet in de Bibel kan en jij één spreken kan. En ik wil dan van der komen zeggen, zijn maar hoeveel nationen gaan nog niet in de Bibel en jij spreekt dat weiter. Ik heb al 4 maar even denken al. Waarom wegens aanpakt dat op den koers, en misschien is voor dan zegt er gewoon dat niet leuk, nee, ik wist dat zoveel mensen op deze wereld zijn, die gaan nog niet in eerder spreekt de Bibel. En wie gaan die in Duits, en in Plattisch, en in Engels, en in Spanisch, ja, we tussen, ik heb je alle gaan, wie zijn rijk. En die pakt dat. Ons moet dat pakken. Denn die lieve Christi, die dringt ons, en der laat ons niet stilstaan, die brengt ons wieder. So, dat grote in de mens, dat wies ik in dem, dat we duimig worden, dat we ons roofloed, we geven ons ene wel op, en we loten ons roep van God, dat wat hij van ons wel. En andere weer, ik mag je van deze stad zeggen, die hand je van de Diakonbestätigung. En vielleicht geef je dat zij op dit aan, dat is zo. Maar laat het hier, dat was dan broer. Want we zullen alle diakonen zijn. We zullen alle naar arbeid doen als een diakoon. En ik ga dat je hard voor je leest. En zij hadden een bruidbeschrijving gehad, dat kon ze. We als diakonen, als mensen, we zullen als diakoon door zijn voor de nächsten. Dat is toch eigenlijk waar het is. Door zijn voor de nächsten. Niet in checken. Einfach naar de nächsten checken. En ik heb al wel gestond hoeveel diakoon we in onze maanden gaan. Wonderbare diakoon. Ik vind het zelf mijn vrienden des morgens nog. Als we er nog denken, we maar een erlebnis hadden, we weer in het hospitaal. En dat we een man die op school was, die kon zelfs wel niet meer als ik het eten zelfs neem. We hebben dus zeer vaak bij ons kwamen zien denken. En hij zag dat zijn deel die werd gehaald. En dan über dem kwam door een bezoeker aan. En als die bezoeker dan kwam, dan ik ging met hem dan top door naar de stoel. Ik vroeg hoe die werkt, ik wilde hem aanleiden.
En mijn vrienden en ik werden korrekt dan als medhelper en door werken erop nemen. En als das bezieke dan te reden komt, dan zegt de kranke, ik wil graag nog wat je kent. En dan zegt de bezieke, dan wat leest die kom ik dan? Zegt ik zie die schuldig, ik ga die niet kunnen betonen. En die kannst du mich klagen. Dan zegt de bezieke, weet je, niemand kom ik die klagen, wat ga je maar. En dan zegt hij, wat komt hij dan? Dan zegt hij, ik kom die bezegen. Ik kom die bezegen. Het is maar niet in diakon geworden, het is maar in 90 jaar. Het is nou, niemand opgehouden in het Nee, niet weiter dan andere. Maar in de morgen waar ik opchecken daar, daar had ik ook kunnen komen zeggen, wo sind die Kinder, die Brüder, die Schwester, dat zeg maar, die waren geschlossen zijn, nach mijn geld gekregen en ze wieder reden gefahren. En dan zegt hij, weet je, ik kom die bezeken en dan meinte ik al die vrouwen, hast die een stoel daarboven gesteld, dat ze daaruit voor die beste zeggen dat die was. Die hadden een voorweer, die beden niet met den touw, die kunnen die dus vriendelijk begrüßen. En dan gaat hij, ik kom die bezeken en ik al die vrouwen best eruit en toen van hier wegkomen, hast die een steed eruit. En wat die brengt de cocinero, die brengt dan dat merg aan, naar de frosje wat hij dan weer. En als hij dan dat eten begaan brengt, dan kunnen we gewoon zelf zich dat eten nemen, dan daar dus maar zien zijn water, door smaken maar even. En dan vooral dessa dem zijn eten door. Dus ik kan ook kunnen dat niet. Dat is diakon zijn, dat kan jullie eigenlijk ook doen. Diakon zijn, waar maar wat de gelegenheid gegeven werd. En we hebben niet te denken, ik moet mijn hand dat ik gewoon ook weer zijn, dat ik gewoon wat doen. We zijn alle beroepen om daarna te zijn. We zijn alle beroepen ons van de Leute, die zelfs van Jezus Christus ervoren hebben, werkelijk in dienst komen. En ik moet dit hier zeggen, ik geloof niet dat het een woord aan mij gegeven heeft. Ik geloof niet dat het een woord aan mij gegeven heeft, en ik Jezus Christus in de woorden zelfs persoonlijk ervoren heb. Ik geloof niet. Toen woorden daarna Jezus Christus zijn, moet ik eenmaal verduimd voor Jezus Christus gekomen zijn. Zei, hier zie ik ga niks als bloos een klampen schuld, kost u niet vergeven. En ik neem die radung, en geloven aan wat u voor mij gedaan hast. En dat mij Christus in de leven pakt. En dat maakt mij waardig daarna te Christus te zijn. En du hast ook zeer doorheen. Zo wie alle kunnen en zullen, op een onderweg die diakon zijn. We hebben veel leden in het hospitaal, er zijn kranken, er ook betreuing. Dat kan ook vroeg zijn. We denken manchmal dat het demonen zijn. Maar alles in vroeg, die gaan graag te goed, de opgo aan een diakonin te zijn. Want we natuurlijk niet verstehen dan. Den dank hebben wij eens dan. Den dank hebben wij dan en we zullen. Wo wie wir in die Gesellschaft? Mir geht es um die Gesellschaft. Das ist ja nicht bloß hier am Steinreich. Wir sind hier in Ojo de la Yegua, Taub mit Santa Rita, würde sein. Wir sind hier 2 Kolonias in Dezember. Und wo können wir in dieser Gegend eine Gesellschaft bauen, die durch Glauben wiesen dat, Glauben an Christus, Glauben an uns als Kolonistas hier, Glauben an unsere Menschheit in unserer Kolonie. En wat hebben we in de Gemeinschaft weer niet bloß de geloven, aber wo wir können als Menschen hier verantwortlich sein. Ab da wat Gott es gegeven hat, dat wir das tun. Verantwortliche, glaubensvolle Menschen zu sein. Mein Gebet und mein Wunsch ist immer war, mag Steinreich Gemeinde eine Glaubensgemeinde sein. Eine wirkliche verantwortliche Glaubensgemeinschaft sein, die sich verantwortlich machen. Wir haben hier von jou hier ans Versater von jou hier erwähnt, dass es ein Steckland gekauft, das es betont. Wenn keiner nicht hat Glauben gehabt an dort, dann wird er nicht betont. Da wird Glauben an. Da wird Glauben an der Partei. Und das verantwortlich mit gehandelt. Und ich mag das ein paar Dinge bedrückt haben noch, dass wo wir können in der Glaubens- und in der verantwortungsvolle Gemeinschaft worden, lebe ich als einfach bloß einfach, wie man lernen an selbst leben, wie man lernen Gott leben, wie man lernen an die Gesellschaft leben. Wie man leben werden von der Gesellschaft.
En ik dus die van zich niet kwijt te laten gaan. Klaar je ook. We willen ons kwijt existeren. We komen tot, we bieden ons op. En we willen in een onderlag wat loven en prijzen. Maar dat direct wieder. Maar dat plus je baan blijft, dat hangt het ondersteunen. We moeten riet. En onze Leute moeten ons wiederbringen. Hebräer kapitel 11 vers 6 zegt, ohne Glauben als du das hebt, rein uns allmählich Gott te volgen. We moeten Glauben haben. En dat moet je waardig Glauben zijn. En dat wat in Jezus Christus gegründet is. We moeten Glauben haben aan onze communiteit, aan onze mensheid, aan onze projecten wat we hebben. En zo wieder. Ik wil hier een praktische ding nemen. Ik weet, je zijn niet alle van deze geval niet. En soms zijn ze wel van Uitland. Maar we hebben einfach als Kirche, als ständige Gemeinde, haben wir gesagt, op een jaarlijke Sitzung, dat we zien jo. We zien jo. Dat we willen houden, dat heimburen, wat verelderlijk wat zijn, daar ze bij Kampedrijden zo die wilt. We hebben jo gezegd. En dan komt hij met liep door Friesen hier die Meerplaats begon, dat zij het gaan met doen in de kerken, in de communiteit. Vrouwen, weerswillig in bauen te nemen en door opschrijven, ik verplicht me voor het nächste jaar, voor de nächste 5 jaar, of hoeveel jaar immer is, zo en zoveel geld jaarwijs te doen. En ik wil dan zien dat betuigen kunnen. Dat je gleich een beetje bezien in die account. Maar wanneer we denken, we willen in de communiteit zijn van geloof, van verantwoording, en we willen in de dienstbare gemeenschap zijn, dan zullen we gaan geloven aan wat er passiert. Dat is dus een geheim, waar we wel mensen in dienst geven, op het laatste ding van hun leven. En verder dienst. En wie kan ik dus zijn, en door je zegt de ouderen aan het kamer. Dat moet wie van deel niet geven. En weet je wat alle wat we hier van deel zijn? Abraham maakte die worst niet op jou van deel met het gaan, en door strakken is deel. Ik geloof, als voeders, als ouderen, zo wie aan zich heen zijn, die best 12 jaar oud. En een 12-jarige kind, je laagt al zeer veel. En ik wil die als 12-jarige kind van jou ook, weet je wat, neem een beelden, en je schrijft in beelden, en wat voor leukste die worst je de nächste 5 jaar kan geven. En maar hier, op 1 jaar, wanneer het was, worst kan geven. Ik geloof dat we aan zich heen ook meer 100% dat jaar te doen. Dat kind in je schrift echt meer mij verantwoordelijk is. Ik ga geloven wat je doen wordt. Ons man moet dat van jou geloven. Ons man moet dat van jou aan verantwoording. We gaan veel, zeer verantwoordingsloze fout. En je als Mennoniten in de Mexicanen beklaren zich te eeuwen. We verantwoordingsloos als Mennoniten in de laatste jaren geworden zijn. En we gaan oorzaak op te stoen, waar een duidelijke volk te worden, wat geloven heeft, wat verantwoording leert. Stel je voor. Wanneer we vandaag in 12 jaar geworden zijn, dan voor 5 jaar. Wat allemaal die is. 100 huizen, wanneer je spatuur is, die kost 500 en de rest 500. En je schrijft wat die weet wat die worst kan doen. En wanneer het zijn, maar plaatjes is verkocht gaan. Waar ik was, als een 12-jarige kind, waar ik door wat handeling. Wat wil ik met te zeggen? Ik doe niet de propaganda nu van Jan, hem wat er gebied wordt. Dat is niet dat. Ik wil gaan wie wel de gezamenlijk gaan van geven. En van doen. En wanneer ik den klein dat nu niet leer, wanneer je groot is, dan is het zeer schwer om dat te leren. Nou, dan hoor je de ouders die al aan het kamer van die spatuur is. Weet je wat? Deze gemeente is voor mij zeer verweerd. Of voor vele jaren was. Dus deze gemeente als het evangelie moet aan zich komen aan zich boven. En dan trok we weer in ons zwischen, als ik 14 jaar weer. En ik kom dat niet krijg te zijn, wie ik 14, of wie ik juist 15. Dan komt mijn onkel bij de motor en dan zegt hij, weet je wat Cornelio, wie wil nog Steinreich voor en wie wil door een graf groeven. En ik wilde het niet zeggen dat ik dat behouden kon. Maar wanneer ik dat recht behouden had, ik dat we vroeger Jezus recht van zo zitten. Ik had helemaal niet gehad. En dan zei hij best wel net voor een halve graf groeven. En ik kon niet meer zijn als Jood 15. En dan voer ik hier halve graf groeven. En dan ga ik geschwaaid. En ik ga geschoft. En een lange, zware dag. Dat we dat graf worden voorgekregen. Dat moet mijn poort vallen. Hier is een zaak, die moet je doen. En die kost ook houden.
En weet je, wanneer ik doorzien, ik heb veel moeite wanneer ik doorzien, dan denk ik maar, ik kom niet, dat graag niet vinden, want dat groot is wat iemand je roept, en dan zeg ik, dat is raad niet meer. Dan check ik, hier wie ik maar, dat zij kans jong weer, en ga gewoon zeggen dat ik dat weet weer, dat ze niet moeten zeggen, ik kan met die te schaffen. Dat mij die gelegenheid geeft juist in grof te roepen. Poort te zijn. Laat je zuster wie zijn van jou die zei, je nog poort. In Gottesdienst. Alten hebben we als een poort van Gottesdienst. En ik wil aan het smoken meer, dat we wel hier een glaubensvolle, verantwortliche Christen zu sein, wat werkelijk een onderscheid in Gottesdienst moet doen. We hebben hier onze vision geloond. En we hebben als Steinreich Gemeinde gesagt, dat we wel dit te ons zijn, dit wel we werkelijk van God worden. We willen Christus volgen. Menschen willen we dienen. De Gemeinde willen we opbouwen. En het familieleven willen we sterken, dat willen we fördern. Deze vision willen we ons alle uitwendig leren. Alle uitwendig leren. En ga gewoon, weet je, hast veel hier al gebeurd. En op verschillende steden. En dat kan ons lijken was. Maar nu was die ondertussen. En dat is dit. Dit is het huis, we nu aangeschoven. En het huis wordt geschoven dat als we wel Jezus Christus persoonlijk volgen en anderen halen dat die ook voor Jezus volgen. En het huis wordt nu geschoven dat als we wel mensen dienen op de 100ste verschillende wegen wat we kennen. En het huis wordt nu geschoven dat is het gemeendehuis. Dat is niet dit gebied. Dat is de mensheid, de gemeinde. En daar hebben we aan het huis bouwen van de familie. Dat we betere, sterkere, glaubensvollere en meer verantwortungsvolle families kunnen creëren. Mocht de Herr ons dat schenken. Gemeinschaft voor de danken dat u ons God bent. En dat u dat zo goed verhast met ons. En die wacht is op, die brood niet komen, die had zelfs die onjes, zelfs in gewezen. Er dank u voor die ik kan dat wij zijn, dat we gaan kunnen een frisse voor een leitung entstehen, die zei, yes, wie wel glaubensvol en op ganz verantwortungsvoll ons in deze dienst en zagen. En ik bid om zij, besonders ook voor en ook voor ons alle, Herr, help ons dat wanneer we van hier uitkomen, dat we mochten met deze gezin, met deze instelling, huis voor, dat we ons loten van de leven drijven. En zal hier iemand zijn, die heeft nog niemals de leven van die ervoren, Himmlischer Vater, die niet bereid worden als van die leven, Herr, dan beziegt de persoon. En bejegende met die leven, dat het mocht gaan zoals Paulus, einfach taubknaderen van die grote leven, zo onendlich groot als die is. Herr, we zijn die leven niet weten, maar du gevst ons dat grootste genoeg, die schenkst du ons. En Herr, wanneer we van hier uitkomen, Herr, dat we mochten lied zijn, wat de verantwortungsvolle lied zijn. Wat dien rijk verantwortungsvoll wieder beuren doen. Herr, geef ons dat gelingende touw, im Namen Christus. Amen. Werbeabstunde für das Schlusslied. Bald schon kann es sein. Und schon kann es sein, dass wir Gottes König sind. Und schon kann es sein, dass wir Gottes König sind. Und schon kann es sein, dass wir Gottes König sind. Halleluja, Halleluja, unser Gottes König sind. Weinen wir dann auch, wenn wir Gottes König sind. Sterben wir dann auch, wenn wir Gottes König sind. Weinen wir dann auch, wenn wir Gottes König sind. Halleluja, Halleluja, unser Gottes König sind. Und schon kann es sein, dass wir Gottes König sind. Und
wir unser Gottes König sehen. Eigen wir unser Haupt zum Segen. Ja, bald schon kann es sein, dass du wiederkommst, Herr Jesus. Du selbst seht dort, dass die Zeit ist kort und dass die bespult kommen. Und Herr, während du noch wachst mit kommen, weil wir tüchtig und Arbeit sind. Und so wenn du von hier gehen, Herr, dann fragen wir, dass dein Held angesicht macht uns beleuchten und beschienen, so als wir von hier gehen, und dass dein Fried macht uns begleiten, auf unsere Wege wie zu gehen haben. Und ja, von zwar in wahrer sein, so dass dein Willen ist. In Jesus Christus, in Namen mit Danksagung. Amen. Scheiden wir im Frieden des Herrn. Ich möchte auch von Eva fragen, dass sie vielleicht das erste gehen, und dann tja jemand dem Sehen mit dir. Dankeschön. Gottes Segen.